Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch hier aus dem BMW X3 M Competition. Dieser BMW ist eines von den krassesten Autos, was ich bis jetzt für mich selber haben durfte. An dieser Stelle danke an BMW Schweiz, dass ich dieses Auto ausleihen durfte. Bevor ich losfahre, wollte ich euch noch den Autoschlüssel zeigen. Und zwar ist das der Smart Key. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich liebe Spielereien in einem Auto. Und der Fakt, dass ich hier einen Touchscreen habe und lauter Dinge einstellen kann, bevor ich überhaupt im Auto sitze, das finde ich schon ziemlich cool. Die Funktion, dass man hier die Temperatur im Voraus schon einstellen kann, habe ich mehrfach benutzt und es funktioniert hervorragend. Aber ich würde mal sagen, wir fahren mal los und ich zeige euch so ein bisschen, wie dieses Baby sich benimmt. Ich bin in St. Moritz dieses Wochenende, denn es findet das White Turf statt. Wie die meisten von euch wissen, bin ich ein Riesenfan von den PS, nicht nur auf 4 Rädern, sondern auch auf 4 Hufen. Und dieses Wochenende ist das letzte Wochenende vom White Turf. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich fahre hier mit 510 PS und 600 Newtonmeter durch die Welt. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass dieses Auto stolze 2 Tonnen schwer ist diese Kraft, die dieses Auto auf die Straßen bringt, absolut unglaublich. Dieser BMW X3 ist in 4,1 Sekunden von 0 auf 100. 4,1 Sekunden. Leute, das Auto ist 2 Tonnen schwer. Ihr müsst euch das mal vorstellen, die Kraft, die dieses Auto umsetzt, das ist absolut unwahrscheinlich. Und es macht so einen gigantomanischen Spaß. Ich kann es mit dem Reiten vergleichen, wenn man ein Pferd reitet, was so richtig Power hat und Lust hat zu gehen. Genauso ist dieses Auto. Das Auto will schnell gefahren werden. Das Auto kann super cool hier um alle Straßen geschmissen werden. Absolut kein Problem. Ich muss euch eines sagen, ich finde diesen Sound hier super, super cool. Dass spezifisch jetzt dieses Auto, welches ich fahre, vom Sport beeinflusst ist, ist absolut keine Frage. Die Art und Weise, wie das Fahrwerk sich benimmt, wie die Kraft umgesetzt wird, nur schon die Schaltwippen. Wenn ich runterschalte, wird reagiert und zwar sofort. Ich drücke aufs Gas, sofort da, obwohl dieses ein 3,0 Biturbo ist. Benziner, wohlgesagt. Wenn ich die BMWs angucke, X3, X4, X5, all die, sind sie mir vom Auge her eigentlich zu grob. Jetzt habe ich hier den X3. Er wirkt nicht ganz so groß wie die anderen. Jedoch, hier drinnen im Auto fühle ich mich richtig, richtig wohl. Hier drin kann man sich komplett austoben. Ich habe hier einen Display, Touchscreen-Bedienung. Ich kann alles machen. Ich kann sogar nur mit Bewegung durch meinen Finger die Lautstärke der Musik oder des Telefonats verändern. Solche Spielereien finde ich den absoluten Hammer. Abgesehen von den Spielereien ist das Ganze so sportlich designt. Ich liebe das Lenkrad. Ich finde es richtig, richtig cool. Auch die Mittelkonsole ist super clean gestaltet. Bravo BMW, denn endlich habe ich mal wieder einen schönen Schaltknüppel, den man gerne anguckt und den man gerne auch benutzt. Auch die Sitze sind echt schön. Lederbesatz, Schalensitze. Und was richtig cool ist, diese BMW-Zeichen, die hinter mir im Nacken sind, die leuchten im Dunkeln sogar auf, wenn man das Auto aufmacht oder abschließt. Wie ihr merkt, bin ich echt begeistert und ich muss euch auch wirklich sagen, dass ich ein bisschen suchen musste, bis ich was gefunden habe, was mir an diesem BMW vielleicht nicht so gefällt. Und das ist der Einschlagwinkel von diesem Auto. Einparkieren ist mit diesem Auto echt kein Spaß. Ich bin sonst jemand, die absolut keine Mühe hat, seitwärts, rückwärts, vorwärts einzuparkieren, aber mit diesem Auto kam ich mir echt ein bisschen blöd vor, einfach weil man durch den schlechten Einschlagwinkel so viel hin und her fahren muss, bis man in die engeren Parklücken in einer Stadt wie zum Beispiel Zürich, wo ich
ich erlebe, reinpasst. So, jetzt umgezogen und ready. Und jetzt gehen wir an das White Turf und schauen mal, was dort uns erwartet. So, das nächste Rennen ist das große Rennen. Dort sind 111.111 Franken im Spiel. Und ich habe auf die Nummer 4 und 5 getippt, dass sie auf Platz gehen. Das heißt auf den Platz 1, 2 oder 3. Ich nehme euch mit nachher. Mal gucken, ob das klappt. Okay, also ich habe 2 gewettet, dass sie auf Platz kommen und einer ist tatsächlich auf Platz gekommen, ich glaube es ja nicht. Da ist er! Wir haben ein Problem, meine lieben Zuschauer. Ich habe schon wieder gewettet. Werde ich süchtig. Ah boy, keep running. Jetzt Tico außen die fahrerlose. Dann Harry the Eagle, dann Wellcare, dann Mozzo mit Franco. Zum Glück habe ich nicht mein Vermögen auf das verwendet. Es steht schlimm und ich habe schon wieder gewettet. Alle guten Dinge sind 3, oder? Kein Satz mit X, das war wohl nix. Einmal gewonnen, 2-mal verloren. Scheiße Klopfe. Ne, Turbolino. Ja, ich habe zwischen denen 2 ausgewählt. Stand noch da, hab gesagt, nehme ich den oder den anderen. So, und das war's jetzt auch schon mit meinem Ausflug nach St. Moritz mit BMW ans White Turf. Oh je, jetzt werden wir auch noch sentimental mit der Musik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mein allerbestes gegeben, das hier so gut wie möglich festzuhalten. Mein nächstes Adventure wartet jetzt schon auf mich. Ich freue mich wahnsinnig, euch mitzunehmen. Übrigens nicht vergessen, Subscribe, Like-Button, teilen, alles Mögliche, was ihr machen könnt. Unbedingt mitmachen und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.